Moin und herzlich willkommen. Das Jahr neigt sich langsam nur ein Ende, das heißt, es geht auf 2026 zu und das heißt für mich, nächstes Jahr gibt es wieder neue Events bei Men's Need zusammen mit Gourmetfleisch. Da kriege ich wieder neue Cuts und ich kann mir überlegen, was mache ich da draus, wie präsentiere ich das, wie zeige ich den Leuten, wie gut das Ganze schmeckt. Und da das Ganze ein norddeutsches Event in Hamburg ist, dachte ich mir, ich mache mal Surf and Turf auf Hamburgerisch. Das heißt, ich nehme das bekannte Surf and Turf, also Entrecôte und Garnelen, und werde daraus eine Hamburger Version machen. Das heißt, ich werde ein paar Zutaten wegnehmen, die beim normalen Surf and Turf dabei sind in den USA und werde dann halt ein paar norddeutsche Produkte einfließen lassen. Und daraus mache ich dann, so denke ich es mir zumindest, eine richtig geile Version mit Hamburger Flair. Das erste, was ich dafür brauche, ist eine Remoulade. Die werde ich immer im Vorfeld schon vorbereiten, damit ich ein bisschen durchziehen kann. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Die ganzen Soßen, die ganzen Mayonnaisen habe ich dann vormittags gemacht, habe mich hingefahren nach Hamburg und habe es den Leuten aufgetischt. Und das werde ich auch nächstes Jahr so machen. Das heißt, wir fangen jetzt an mit der Remoulade. Ich habe hier schon mal eine Mayonnaise vorbereitet. Ihr seht, die ist richtig schön cremig geworden. Da kommen jetzt ein paar Zutaten hinzu, was daraus eine richtig geile Remoulade macht, die zum norddeutschen Style passt. Da habe ich eine Zutat dabei, und zwar Korn. Ihr könnt auch Aquavit nehmen oder weglassen, wenn ihr sagt, ich will keinen Alkohol da drin haben. Aber es ist halt ein norddeutscher Flair, deswegen will ich so ein bisschen diesen norddeutschen Touch drin haben. Gerade Korn ist sehr verbreitet im Norden und deswegen kommt da jetzt auch ein Schuss Korn rein. Ich zeige euch mal, wie die Remoulade geht, denn wenn ihr die Mayonnaise habt, die könnt ihr kaufen oder selbst hochziehen, dann ist es recht einfach der Rest. Wie gesagt, ich habe einmal meine Mayonnaise, da kommt jetzt einfach ein bisschen Honig hinzu, um ein bisschen Süße hinzuzugeben. Ihr könnt aber auch Ahornsirup nehmen oder Zucker. Ich glaube allerdings, Honig passt da ideal zu. Dann noch ein bisschen Säure, dann nehme ich Zitronensaft und dann noch einen süßen, groben Senf. Eine ordentliche Portion Dill, die habe ich fein gehackt. Ein Schuss Korn. Ein bisschen Würze mit Pfeffer. Und Salz. Jetzt das Unterrühren unter die Mayonnaise. Und schon ist die Remoulade fertig. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk und schon hat man eine leckere Mayonnaise, die wirklich zu Fisch passt, aber auch zu Fleisch passt. Ich probiere sie mal. Süße Note. Den Korn merkt man im Abgang tatsächlich. Den Dill, lecker. Also wirklich richtig gut. Das ist meine Remoulade oder Soße für nächstes Jahr. Vielleicht werde ich sie noch ein bisschen dicker hinkriegen nächstes Jahr. Vielleicht ziehst du doch noch mal mit einem Zauberstab hoch. Schau ich mal und dann am Ende erst den Dill hinzu. Das entwickelt sich das Jahr noch über. Aber geschmacklich ist die schon Bombe. Ja, die restlichen Zutaten sind schon in der Vorbereitung. Das sind ja auch gar nicht mehr so viel. Der Matthias, der wird kalt serviert, den werde ich nicht anbraten. Man könnte den so ein bisschen melieren, kurz auf der Plansche anbraten. Will ich nicht. Ich will den wirklich so als kalten Kick oben drauf haben. Und mein Entrecôte ist heute übrigens ein Rumpsteak. Das liegt schon im Sous-Vide-Becken seit, ich glaube, 2,5 Stunden. Das heißt, eine halbe Stunde wird es noch brauchen. Dann sind die 3 Stunden voll. Das ist immer so ungefähr die Zeit, die ich darauf vor Ort habe. Ich bin immer ein bisschen früher da, lege das Fleisch in Sous-Vide-Becken ein, starte das Ganze. Und wenn es dann dran ist, ist es ca. 3 Stunden drin. Das mache ich bei 47 Grad, das ist so die Kerntemperatur, die ich jetzt für Event immer habe. Dann kann ich ein bisschen Kruste machen noch dran. Und dann ist das Ding wirklich so bei 54, manchmal 55 Grad. Aber in der Regel versuche ich schon 54 Grad als Zieltemperatur anzupeilen. Ja, das heißt, ich warte jetzt eine halbe Stunde, die Remoulade kann noch mal ziehen, die kommt jetzt in den Kühlschrank und dann geht es schon weiter mit Surf and Turf. So, und da sind wir schon mal der Zubereitung. Als erstes werde ich jetzt natürlich erstmal Fleisch holen, was jetzt 3 Stunden zu Sous-Vide-Becken lag und jetzt wirklich schön zart ist und nur noch eine Kruste braucht auf der Plansche. Zum Setup sei noch kurz gesagt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite die Temperatur ganz runtergedreht. Ich habe es kurz angeheizt und jetzt ganz runtergedreht und rechts habe ich richtig Hitze. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Rumpsteak schön knusprig anbraten und da kann ich nachher die restlichen Zutaten drauflegen, ein bisschen Röstaromen geben, aber nicht zu viele. Es ist im Prinzip wie bei einer Feuerplatte auch, von der Mitte nach außen habe ich dann weniger Temperatur. Und das ist das, was ich da vor Ort habe. Ich habe eine Feuerplatte, das heißt, ich habe in der Mitte schön Hitze für die Entrecôtes und außen kann ich dann in Ruhe die Pumpernickel ein bisschen anbraten, belegen und kann das Ganze zusammenbauen und dann direkt von der Feuerplatte runter schön warm noch alles servieren. So, und bevor es auf die Plansche geht, werde ich das Fleisch einmal würzen, und zwar mit ein bisschen Salz von der einen Seite und ein bisschen Rohrzucker. Der karamellisiert und gibt ihm dann so einen schönen Umami-Geschmack nochmal. Das mache ich natürlich, sobald es drauf liegt, von der anderen Seite auch. Ja, und dann stellen wir mal den ersten Hamburger Surf and Turf her. Das heißt, schön anbraten. Zweite Seite würzen.
Und immer dran denken, wenn ihr das an der Feuerplatte macht, die Fettseite zur Flamme hin, denn die kann mehr Hitze ab als das Fleisch. So wird die dann schön knusprig, aber das Fleisch wird nicht zu trocken. Ich kann jetzt schon mal auf der zweiten Seite die Pumpernickel so ein bisschen anbraten. Dann ist es auch schon Zeit, das Fleisch einmal zu wenden. Und auch die Pumpernickel kann ich drehen. Da ich Rumpsteak habe, stelle ich das Ganze mal auf die Kante kurz. Einfach damit unten das Fett auch ein bisschen noch Röstaromen kriegt. Ja, und dann bin ich schon so weit, dass ich es zusammenbauen kann. Das heißt, ich gebe unten ein bisschen Rucola-Salat drauf. Auf den Salat kommt jetzt jeweils eine Scheibe Apfel drauf. Da kommt jetzt ein kleiner Klecks von der Remoulade, nicht zu viel, sonst ist das Ganze nachher zu flüssig alles, dann verläuft das Ganze wirklich immer nur so ein bisschen, damit nicht jeder so rumsaut nachher. Soll so ein bisschen Geschmack geben. Darauf kommt jetzt jeweils 2 Tranchen von dem Fleisch. Da geben wir jetzt noch eine Scheibe rote Beete oben drauf. Und da kommt dann natürlich der Matjes drauf. Nochmal ein Klecks von der Remoulade. Etwas Dill fürs Auge. Und fertig ist mein erstes Hamburger Surf and Turf. Ja, ihr seht, Fleisch sous vide vorbereiten, Remoulade vorbereiten, dann ist das Ganze recht schnell fertig. Ein bisschen was auf der Plancha machen, zusammenbauen, servieren. So muss das auch laufen vor Ort. Wir haben 6 Gänge, das heißt, die müssen schnell nacheinander kommen. Keine Pause zwischendurch, aber es sollte nicht so sein, dass man eine halbe, dreiviertel Stunde aufs Essen warten muss. So, ich werde jetzt mal probieren. Ich muss es ja auch beurteilen können, wie es schmeckt. Ja, der Pumpernickel hält das Ganze gut, da kann man es gut festhalten und abbeißen. Die essen das dann mit Messer und Gabel. Ich bin hier draußen und habe natürlich mal kein Messer und Gabel mitgebracht. Aber, wollen wir mal gucken. Ein bisschen Pfeffer drauf, habe ich eben vergessen. Merkt man auch im Geschmack, da fehlt der Pfeffer noch. Aber ansonsten top. Ich werde jetzt mal mit Pfeffer gucken, ob das immer noch top ist. Der fehlte. Man hat das Salzige vom Fisch, man hat so ein bisschen Säure durch den Apfel, das Erdige von der roten Beete. Die Remoulade ist wirklich gut geworden. Auch wenn es ein Hauch dünn drauf ist, hat es einen guten Geschmack, der unterstreicht. Dill ist ganz wenig bei Fisch, aber das zarte Fleisch geht nicht verloren. Ich schmecke immer noch das zarte, leckere Fleisch mit einem guten Aroma und das ist wichtig. Ich werde das Ganze servieren mit den Steak Challenge Winner der letzten 4 Jahre. Und da muss man das Fleisch rausschmecken. Richtig geil. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, aber keinen Bock habt, das selber zu machen, obwohl es wirklich einfach ist, dann kommt einfach mal vorbei in Hamburg. Es gibt 6 Events. Da gibt es immer 22 Plätze, die sind schnell ausgebucht. Das heißt, jetzt lieber schnell buchen, bevor das Jahr vorbei ist. Wenn ihr keinen Platz mehr kriegt, schreibt die Jungs einfach an, oh, könnte es noch ein Event geben, dann gibt es vielleicht noch ein 7. Event. Und wenn ihr es nicht schafft, nach Hamburg zu kommen, zu weit weg wohnt oder keinen Platz bekriegt, dann hilft es nichts. Dann habt ihr hier unten das Rezept. Da stehen auch noch weitere Tipps drin über Matjes und alles. Hier oben könnt ihr kostenlos Abo abschließen, Glocke aktivieren. Hier ein weiteres Video und noch ein Video. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit leckeren Ideen, was hier heißt That's Barbecue. Bis dann, ciao.